Ich bin der Vincent. Der Typ da, das ist der Alex. Und das ist unser Neuer, der Felix. Der ist seit dieser Saison mit dabei. Wir nennen ihn auch ganz gern den Motzebär. Wir sind hier in unserem neuen Büro in München. Seit 4 Wochen haben wir eigentlich keinen Fuß vor die Tür gesetzt, ernähren uns von Kaffee und Fertigpizza und sind sozial völlig verwahrlost. Aber das ist halt so die Strafe dafür, wenn man den ganzen Winter lang nur rumlungert, mit seinen Freunden rumreist, Snowboarden geht, Spaß hat. Das haben wir nämlich. Klar, der Winter war halt eine Frechheit, das muss man jetzt irgendwie niemandem mehr sagen, aber gerade weil man immer so dem Schnee hinterherjagen musste, hat sich alles viel spontaner und überraschender gestaltet. Irgendwie war es dann auch am Ende unterhaltsamer. Eigentlich hatten wir trotz dem beschissenen Winter eine verdammt lustige Saison. Yeah! Ihr seid live dabei beim Ulti-Multi Park Jip Tag. Und zwar darf ich kurz die Obstacles vorstellen. Es geht los mit einer Wippe, danach kommt eine Funbox, dann haben wir hier die bekannten Eason 5-0 Stempen, dann das Prunkstück vom Ulti-Multi, Corner, Kicker und etwas anderes. Und dann als krönenden Abschluss noch ein Rail. Just to tell time. Okay, ready? Also, wir fangen mal am besten von vorne an. Herbst ist es. Das ist dann traditionell immer so die Zeit, wo es kalt wird. Im Idealfall schneit's. Wir, vor allem der da, gehen dann irgendwo in die Städte zum Shooten. Letztes Jahr war es leider nicht so. Eigentlich gab es bis einschließlich Ende Januar in München keinen einzigen Tag, wo mal ordentlich Schnee lag. Das heißt, meistens konnten wir Rails nur machen, wenn wir uns mit dem Transporter vom Eisstadion den Schnee selber geholt haben. Oder wir mussten halt in irgendwelche höheren Lagen ausweichen, um kleine Jip-Geschichten zu veranstalten. War schon ziemlich deprimierend.
There's nothing here but a tenner in my pocket and a fridge full of beer. There's an army around the country, we're all stuck in our rooms. It takes a lot of preparation to make a move. Out the door, down the stairs, through the clothes, down the street, on the bus, to the pub, and there the people meet. But I'd rather sit still and wonder what might happen there if I could move my head in time with a brighter beat. Erklär uns nochmal den Frontside-Boardside-Ablauf. Okay, ich sage jetzt so. Man fährt rauf, also schaut sich immer an, springt mal rauf, schaut das halt mit dem vorderen Fuß aus der Kante. So zum Beispiel. Wow. Alles wow, das musst du da im Kopf denken. Es ist so geil, wenn wir das ins Bonus reinmachen, werden wir auch auf Deutsch deutsche Untertitel machen müssen, dass man Peter versteht. Na, ist das echt so schlimm? Ja, ich verstehe dich schon, aber unsere Viewer aus Nordrhein-Westfalen werden keine Ahnung haben, von was du redest. Wer ist denn die Viola? Wer ist die Viewer? Viewer! Viewer! Nein, die Veronika. Der Kerl. Make a move. Out the door, down the stairs, through the clothes, down the street, on the bus, to the pub, and there the people meet. But we'd rather sit still, wonder what may happen there. We can move our heads in time with a brighter beat. Was haben wir für Datum? Was hier an. Ich bin gerade voll durcheinander. Ich weiß gar nicht, wo ich die Mütze her habe. Was haben wir für Datum? Ja, eigentlich. Wer er ist? Halser, oder? Er hat dich wieder erkannt. Ich weiß nicht, was wir für Datum haben. Was haben wir für Datum? Dich habe ich doch noch nie gesehen. Wo habe ich denn überhaupt diese Mütze daher? Kenn ich gar nicht. In unserem letztjährigen DVD-Booklet hatten wir die Aufforderung drin, dass uns Leute Bilder von Handtrails schicken können und wir machen die dann mit denen zusammen. Unfassbarerweise gab es da auch zwei nette Jungs aus Dresden, die uns haufenweise Bilder geschickt haben und wir fanden die Idee relativ interessant. Ich habe mir 2 Fahrer eingepackt, Transporter geholt und wir sind da einfach mal auf gut Glück hochgefahren. An unserem 3. Tag in Dresden sind wir aufgewacht und es war auf einmal alles komplett weiß. Es hat so wahnsinnig stark geschneit, dass wir sogar Probleme hatten, einfach von A nach B zu kommen, weil wir natürlich auch einen Transporter mit Sommerreifen hatten. Witzigerweise waren dann es die einzigen schneereichen Tage in irgendeiner Stadt in der ganzen Saison in Dresden. But we'd rather sit still and wonder what may happen there. We can move our heads in time with a brighter beat. Bei diesem Sturz hat sich der Basti ziemlich arg an seiner Hand verletzt, also auch so arg, dass er die ganze Zeit nicht mehr gefahren ist. Michi hat dann alleine weitergemacht, hat sich dann aber bei diesem Sturz seine Hand auch relativ stark wehgetan. Er ist aber beständig weitergefahren, bis er einen Schott im Kasten hatte. Wir haben danach erstmal nichts mehr gemacht und am nächsten Tag sind wir ins Krankenhaus. Diagnose, beide Hand gebrochen, eingegipst. Wir mussten wieder nach Hause und so endeten dann die einzigen schneereichen Tage in irgendeiner Stadt, die wir hatten.
Anfang Januar war ich beim Handrails-Filmen in Berchtesgaden und dann habe ich einen Anruf von Vincent gekriegt, ob ich nicht Lust hätte, nach Colorado zu fahren, weil da anscheinend recht viel Schnee liegt. Habe den Peter eingepackt und dann sind wir darüber geflogen. Der Michi hätte eigentlich auch mit sollen, aber der Idiot hat vergessen, seinen Pass zu erneuern, was ihm am Abend davor aufgefallen ist. Und konnte dann nicht mit. Also war ich da mit dem Peter alleine in Breckenridge bei der Silly, wo wir gewohnt haben. Und das war unser erster Tag in Keystone. Alles okay? Ich hab's drauf. Oh Mann, ey. Oh, ich kann nicht okay, Mann. scheiße. Sorry, dass ich so lache. Meine Schulter. Ah, shit. Die kaputte Schulter? Nee. Ist traurig. Mhm. Aber du hast einen Cookie. Macht alles wieder gut. Erster Tag fahren. Ja, der hat sich dann das Schlüsselbein gebrochen, was ziemlich doof war, weil er mein einziger Fahrer war. Ich habe dann Nachschub bestellt und ja, dann saß ich erstmal alleine da, bin dann mal mit den Amis fahren gegangen. Bin dann mit Mike Casanova und seinen Freunden nach Denver gefahren und wir haben dort Handrails gemacht und es war ganz schön witzig. We just want to emote till we're dead. I know we suffer for fashion or whatever. We don't want these days to ever end. We just want to emasculate them forever, forever, forever. Our pretty sirens don't go flat. It's not supposed to happen like that. Not like that. Not like that. We've got to keep it physical. When I tell you it's 6 hours away, please got to say that you miss me, feel me or whatever. This is tubes of boxing our heads. They just want to emaciate them forever, forever, forever. Our pretty sirens don't go flat. It's not supposed to happen like that. Not like that. Not like that. We've got to keep our little click clicking at 130 BPM. It's not too slow. If we gotta burn out, let's do it together. Let's all melt down together. Together. Let's go together. Let's do it together. Let's go together. Wir waren dann im Winterpark und dort haben uns tatsächlich die Kids im Park erkannt und haben den Marco und die Jungs nach Autogrammen gefragt. Our pretty sirens don't go flat. It's not supposed to happen like that. Not like that. Not like that. We
Did you poop the pants? Did you poop the pants? He pooped the pants, I think. You think he made a poop in the pants? Pretty sure. Wo bin ich? Wir machen ja ganz gerne Filmtrips in Wohnmobilen. Unser Schweizer Fotografenfreund Krieger hatte dieses Jahr die Idee, dass wir das ja auch mal daheim machen können. Also besser gesagt bei ihm daheim in der Schweiz. Wir haben die Wohnmobile dann auch schon relativ früh im Jahr gebucht gehabt und haben so bis zu den letzten Tagen an der Idee auch festgehalten, aber mussten dann irgendwann einsehen, dass es einfach völlig sinnlos ist und kein Schnee liegt. Trotzdem, es waren Ferien und wir mussten irgendwas machen. Außerdem hatten wir diese blöden Wohnmobile gebucht, haben dann da relativ hektisch angerufen bei den Reiseagenten, die uns das dann noch irgendwie verschieben konnten. Wir hatten sie noch gebucht, aber mussten sie dann in Mai verschieben und haben uns überlegt, was wir dann machen. Unser neuer Sponsor hatte uns angeboten, dass wir jederzeit nach Kalifornien kommen können. Da haben sie nämlich ein Haus, wo wir umsonst wohnen können und haben uns relativ spontan einfach dazu entschieden, na, dann fliegen wir halt nach Tahoe. Zwischen der Entscheidung, diesen Trip zu machen und dem Zeitpunkt, wo wir am Flughafen waren gerade mal 30 Stunden. Also wir hatten kurz Zeit zu packen, noch zu schlafen und kurze Zeit später saßen wir schon im Flieger nach San Francisco. Welcome to USA. Settle our thoughts, even as we listen. Nothing of a harm to dread. On my mind, no more of this living God. Als wir dann letztlich in Tahoe angekommen sind, haben wir auch ganz schön schnell gemerkt, dass es da überhaupt kein bisschen anders war als bei uns. Also es lag überhaupt kein Schnee. Aber wenigstens gab es ziemlich gute Parks. Wondering about it. All I have is so much time to understand. One can only love life until it's ending. Oh, and I can't forget. No more of this living, dying, scientific analyzing. Forgive us. Oh, life, the sin of death. Oh, baby, you know the time is fine, but maybe I wouldn't like death if death were good. Not even if death were good. Death, oh, baby, you know the time is fine, but maybe I wouldn't like death if death were good. Not even if death were good. Settle our So sah unser Schlafzimmer im Rome House aus. Wir haben da zum Teil so zu 10 drin geschlafen. Das Haus war eigentlich immer voll, es war wahnsinnig laut und es war krass dreckig. Aber es gab einen gemütlichen Kamin, es gab eine Tischtennisplatte, natürlich Wireless und Hubschrauber. Während die anderen eigentlich fast jeden Abend Poker gespielt haben, habe ich mich irgendwo hinten in der Ecke gesetzt, um mit meinen Kollegen daheim zu kommunizieren, die mir wiederum erzählt haben, dass sich zu Hause einfach überhaupt nichts geändert hat. Wir haben lange überlegt, was wir dann machen sollen und nach vielen E-Mails einfach beschlossen, noch 3 Wochen in Nordamerika zu bleiben und noch einen kleinen Kurztrip nach Kanada einzubauen. Das einzige Problem waren die Fahrer. Wir haben irgendwie keinen günstigen Zeitpunkt gefunden, um alle mal unter einen Hut zu kriegen. Der Jorma ist für 3 Tage noch schnell nach Tahoe gekommen, noch für 6 Tage nach Kanada. Der Marco ist für 3 Tage nach Hause geflogen, um in die Schule zu gehen, um dann wieder nach Kanada zu kommen. Der Peter ist auch für 5 Tage nach Kanada, dann wieder zurück nach Tahoe, ist in Tahoe geblieben, hat den Flug sein lassen. Also letztlich waren wir dann ja auch einen kompletten Monat in Amerika und wollten eigentlich für eine Woche hin. Und bei unserem Glück war es dann natürlich auch klar, dass es wahnsinnig zu schneien anfängt, sobald wir beschließen, wegzufahren. In diesem Fall sogar so wahnsinnig viel, dass wir für mehrere Tage einfach überhaupt nicht mehr aus dem Haus gekommen sind. Das Gute am Rome House aber ist, dass die einen Chippark im Hinterhof haben. Und so konnten wir uns die Zeit wenigstens irgendwie witzig gestalten.
not do this at home. This is supervised by professional stuntmen. The boat's in. It's obstacles again. Einen einzigen sonnigen Tag hatten wir noch nach diesem Schneesturm. Da waren wir dann an diesem Kicker. Eigentlich gleich danach ging es dann zum Flughafen und klar, als wir in Calgary ankamen, da war dann wieder überhaupt kein Schnee mehr. Und das sind dann so die Momente, wo man sich wünscht, Fliegen wäre mehr so wie Busfahren. Unser eigentliches Ziel war die Region um Banff. Da war aber zu der Zeit überhaupt nichts zu holen. Laut den Locals sind wir gerade ein paar Tage später angekommen, als es wahnsinnig stark zu schmelzen angefangen hat. 5 Stunden Autofahrt entfernt lag Fernie, da waren wir letztes Jahr schon mal. In Fernie scheint nie die Sonne. Also die haben wirklich vielleicht maximal 2 Bluebird-Tage im Jahr. Wir haben dann uns gedacht, wenn nie die Sonne scheint, wird wahrscheinlich Schnee liegen. Also sind wir spontan einfach mal hingefahren. Außerdem hatten wir da noch Freunde vom letzten Mal. Die haben wir dann gleich am ersten Tag auf der Straße zufällig getroffen. Und die haben sich so unglaublich gefreut, dass wir gekommen sind, haben uns sofort viele Spots gezeigt und den ganzen Tag geopfert, um uns dieses riesen Ding ins Backcountry zu stellen. Hat uns extrem geholfen. An unserem letzten Tag in Calgary wollten wir dann noch einen Handrail machen, mussten aber in der Früh feststellen, dass unser Mietauto einfach weg war. Es wurde nämlich abgeschleppt aus dem Grund, dass eingebrochen wurde. Also einfach Fenster eingeschlagen und etliche Dinge entwendet. Wir waren natürlich mit den Nerven so weit am Ende, dass wir nichts mehr gemacht haben. Aber wie es das Glück so wollte, hat es natürlich am letzten Tag, wo wir da waren, wahnsinnig angefangen zu schneien. Inzwischen haben wir uns schon an diese Situation gewöhnt und es war nichts mehr Neues. Also das einzige Problem war nur, dass unser Flieger dann Verspätung hatte und wir dann in LA festsaßen und nicht mehr nach Tahoe zurückgekommen sind. Wir saßen dann so richtig im größten Winter, gerade aus dem Schneesturm gekommen, einfach unter Palmen in LA. Blue, blue, bla.
Ja, während die anderen da drüben ihren Kram gemacht haben, war ich wieder mit einem Trip dran und so bin ich mit einer riesigen Crew nach Utah gefahren. Genauer gesagt nach Park City mit der Hoffnung, dass da ein cooler Park steht und eine coole Pipe. Haben uns ein riesiges Haus gemietet und ein noch viel größeres Auto. Now the drugs were staple ends. Make sure the Walkman gets plugged in. You never thought, you never would. The drugs were doing things you already could. So catch a fly, thaw your mind. Your reflexes are proofing and alright. So see the Watching DVD in the Escalade. Don't we have any decent movie here? Leider war der Park und die Pipe in Park City ziemliche Grütze und so sind wir jeden Tag von dort nach Salt Lake City gefahren. Da gab es nämlich genug Handrails, um uns für eine lange Zeit zu beschäftigen. We must be the first people ever to hit this rail. I'm pretty sure we are. For sure. Beim Railfahren haben wir dann so Kids aus Salt Lake kennengelernt, den Sean und den Danny. Die waren echt sehr hilfsbereit, haben uns dann gleich einen Haufen Spots gezeigt. Einen Tag sind wir dann auch nach Ogden gefahren, so eine kleine Stadt außerhalb Salt Lakes. Leider wurden wir dort an jedem Rail von der Polizei vertrieben. Und aus Mangel an Spots sind wir dann zu diesem Stadion gefahren, wo der Tobi dann das hier gemacht hat. Krass lame. Ja, wie es sich für einen Strauß gehört, hat sich der Tobi halt dann auch gleich mal eine Gehirnerschütterung zugezogen. In his baby blue pants. In Utah hat es dann auch mal ein bisschen geschneit und deswegen dachten wir uns, wir gehen mal Paula fahren. Oder wir versuchen es jedenfalls. It's gonna be epic. It's gonna be so big. You can see it now. Told ya! You powder machine. Oh, he's still standing. World.
reaching my own boundaries are. Wir haben es in der Zwischenzeit dann auch geschafft, von LA wieder nach Tahoe zu kommen. Zurück nach Hause ins Roamhouse, was wir sehr vermisst haben, vor allem auch den André, der nicht mit uns nach Kanada gekommen ist. Aus dem Hauptgrund, weil es ihm im Roamhouse so wahnsinnig gut gefallen hat. Well, I was walking back home really. Looked at the stars up in the sky. Thought of the wishes I had made. Then started thinking about all the time we had left. Was counting all my mistakes and counting all my regrets. About you, thought about me. Thought about all the things we'd ever be. Thought about you, thought about me. Thought about all the things we'd never be. Thought about you. I thought about you. Well, I woke up in the pouring rain. My pockets empty and a voice running round in my brain. It started sounding a lot like the devil himself, saying no one gets to heaven if they don't go through hell. And would you think about me? Think about all the things we'd ever be. Oh, tell me, would you think about me? Think about all the things we'd never be. So tell me, would you? So tell me, would you? Hey, madam, what are you doing there? I'm trying to get to the 210. To where? 210, so if you tell me where it is. Come back. No. You see my feet? My feet are fucking freezing. I just want to get to 210. Where is no idea how to get there. All I know how to get to is the Roamhouse. What the fuck? Well, I was walking back home really. Looked at the stars up in the sky. Thought of the wishes I had made. Then started thinking about all the time we had left. Was counting all my mistakes and counting all my regrets. About you, thought about me. Thought about all the things we'd ever be. Thought about you, thought about me. Thought about all the things we'd never be. Thought about you. Here? Ja. This is how we roll. Sie sehen hier unser Roamhouse Hauskätzchen. Es schläft die ganze Zeit. Ununterbrochen. Es hat gestern mindestens 20 Stunden geschlafen. Eigentlich den ganzen Tag. Und jetzt sind wir einmal shooten und das Kätzchen ist mitgekommen, ist zweimal gefahren und schläft direkt am Spot. Besagtes Roamhouse-Hauskätzchen war nicht nur faul und hat die ganze Zeit geschlafen, es hatte auch den großen Vorteil, es hatte einen eigenen Sled. An einem Tag hat es uns dann mal eingeladen, mit all seinen Freunden zusammen irgendwo ins Backcountry zu fahren und die haben uns dann auf ihren Sleds mitgenommen. Leider war der Spot, wo wir eigentlich hinfahren wollten, dann schon von einer anderen Filmcrew besetzt und wir mussten unseren Tag dann so verbringen. What are you doing, Eli? Getting nothing done for multiple days in a row now. That was pretty cool. We showed up at this backcountry spot here with all those lads
ghetto letters from America. Yeah, we tried to hit some epic backcountry stuff and ended up doing stuff like this. Almost like the perfect backcountry town. Because, like, we have every day. We're missing nothing, you know? Like, I feel complete. Ja, nachdem es dann Mitte März bei uns daheim auch ganz gute Parks hatte, sind wir da endlich auch mal zum Filmen gekommen. Was heißt daheim? Da eigentlich Österreich. Bei uns in Deutschland gibt es ja gar keine Berge. Außer die Zugspitze und die ist lame. The dirt jib. The dirt jib, Doppelwater jib. Also known as the pussies. Steht ihr bereit?
Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. André Dumpfmann und René Völler live hier, Dumpf Mountain. Die Fahrer sind bereit. René schneller mit der Startnummer 013. Leichte Unsicherheit noch. Die Knie sind weich. Da zupft er nochmal sein XS-Pullover zurecht. Wir sind ready. René schneller. Der Mann, der durch die Hose atmen kann. Ready? So, er befindet sich in der Einfahrt. Passiert jetzt die Schikane. Doch dann. Genial umgesetzt. Wobei der Pullover eigentlich jetzt besser aussieht. Vollkommen unspektakulär. Das ist pure Gülle. So sieht's auch aus und so riechst du jetzt auch. Kann den nur um Jürgen, ne? So, René, erzähl kurz, wie war's? Krass nass. Ja, danke. Lame. Josh Knüdel Stefan. Oh, I really need to puke right now. Komm mal nach. Wirf mit dem Felix. Nichts mehr. Take out the parasols, take out the plastic chairs, take out the parasols. Take out the parasols, take out the plastic chairs, take out the parasols, take out the plastic chairs, take out the parasols, take out the plastic chairs, take out the parasols, take out the plastic chairs, take out the parasols, take out the plastic chairs, take out the parasols. Take out the parasols, take out the plastic chairs, take out the parasols. Take out the parasols, take out the plastic chairs, take out the parasols. Take out the parasols, take out the plastic chairs, take out the parasols, take out the plastic chairs, take out the parasols, take out the plastic chairs, take out the parasols. Also wenn ihr jetzt das Land den Most Unsportsman Award kriegt, da schaut meine Nase sicher gut aus. Ja, schau, jetzt ist ein Fettfleck drauf. Das hier ist das Hotel von Hosses Eltern in Grottli, irgendwo in der Pampa von Norwegen. Der Hosse hat uns hierher eingeladen, um in dem Backcountry um das Hotel rum zu shooten. Sein Bruder hat nämlich einen Snowcat, mit dem er uns einen relativ großen Kicker bauen konnte. Leider war das Wetter ziemlich schlecht und es war keine Menschenseele weit und breit. Und wir mussten uns unsere Zeit mit irgendwelchen anderen Sachen vertreiben.
down your magazine. Go out and be seen. Feel the rush in your bloodstream. Echoes in the street. Skip to the beat till it's blisters on your restless feet. Now introduce yourself to someone else. Every other night's a different crowd on the dance floor. What you waiting for? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Making that decision to show a little soul. It's the only way of living when you know that you got somewhere to go. Where you got somewhere to go. All the telltale hearts fill the doppelganger disco till symmetrical violence erupts. You hang out with the lovers, hiding out in summer, underground now, staying down till dawn. Decked out in your finest clothes when you sing along to something we all know. It's a hit, hit, hit. It's a hit, hit, hit. Dank dem riesigen Fuhrpark der Familie Bergheim an motorisierten Schneevehikeln konnten wir eigentlich den ganzen Tag mit ihren Sleds und diesem Quad-Monster im Backcountry rumheizen. Wir haben uns eigentlich die ganze Zeit nicht weiter als 1 Kilometer von dem Hotel wegbewegt. When you sing along to something we all know. It's a hit, hit, hit. It's a hit, hit, hit. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Making that decision. Show a little soul. It's the only way of living when you know that you got somewhere to go. Little soul, little soul. Battle from your head, battle from your heart. When you know all the right places to go. Yeah, you got somewhere to go. Wir haben ja vom Februar noch die Wohnmobile gehabt, mit denen wir eigentlich in die Schweiz fahren wollten. Die haben wir dann damals auf gut Glück einfach auf die Pfingstferien gelegt. Ja, und die Pfingstferien kamen dann auch immer näher, aber wir hatten noch überhaupt keine Ahnung, wo wir mit diesen Wohnmobilen hin sollen. In Europa gab es nicht so sonderlich viel zu holen, schneemäßig, außer, wie immer, in Norwegen. Also blieb uns gar nicht viel anderes übrig, wieder nach Norwegen zu fahren. Wir hatten die Wohnmobile auch relativ lang, also viel länger als die meisten von der Crew Zeit hatten. Deswegen haben wir uns dann auch aufgeteilt. Der Fips, der Stefan und ich sind einfach auf gut Glück schon mal vorgefahren und wollten schauen, was da so passiert.
12 Stunden unterwegs, Schweden. Pips läuft auf dem Feld rum, da hinten. Und der Stefan macht uns jetzt eine Erdbeertorte zum Frühstück. Findest du es so hier? Ich finde es da vorne recht schwedisch. Bei den Häusern. Sag doch was Näheres, was schwedisch ist. Die Wiese auch recht schwedisch. Merkst du das Wort, wenn du... Schwedisches Gras ist um einiges weicher. Richtig. Um einiges zarter. I don't want you knock on my door. I hear your footsteps on my porch. At least I need a speed blown away. Stay inside the hurricane. I'm afraid to close my eyes for dreams. I belong to you. In this world, you're for me. I don't need you rocking my world. I don't feel like spinning around. The butterflies are frightened by your words, terrified by silent sounds. I'm afraid to fall asleep for dreams. You belong to me. In this world, I'm for you. I'm afraid to close my eyes for dreams. I belong to you. In this world, you're for me. I'm afraid to fall asleep for dreams. You belong to me. In this world, I'm for you. I don't need you trembling all around. You're waking up my neighborhood. I don't need you here to hang around. You're poisoning my flower food. I'm afraid to fall asleep for dreams. You Gute belong Hand. to me. Und er springt den In Kicker. this world, I'm for you. I'm afraid to fall asleep for dreams. You belong to me. In this world, I'm for you. I'm afraid to fall asleep for dreams. I belong to you. In this world, you're for me. Jetzt ist schon wieder 5 Uhr abends, nachts, morgens. Ich bin wahnsinnig müde. Der Typ ist jenseits von müde. Wir haben euch verdammt viel erzählt. Jetzt haben wir eigentlich noch einen ganzen Part über einen ziemlich guten Trip, aber mir fehlt leider irgendwie die Kraft. Deswegen gibt es jetzt einfach nur noch eine Überschrift. Picture yourself in a living room
Your pipe and slippers set out for you. I know you think that it ain't too far, but I hear a call of a lifetime ring. Felt the need to get up for it. Oh, and cut out the middleman. Get free from the middleman. You got no time for the messenger. Got no regard for the thing that you don't understand. You got no fear of the underdog. That's why you will not survive. I wanna forget how convention fits, but can I get out from under it? Can I cut it out of me? Oh. It can't all be wedding cake. This is private property. It can't all be boiled away. I try but I can't let go of it. Can't let go of it. We shouldn't talk to the water boy. And there's so much you can learn, but you don't wanna know. You will not back up an inch of it. That's why you will not survive. I wanna forget how convention fits, but can I get out from under it? Can I cut it out of me? Oh. It can't all be wedding cake. It can't all be boiled away. I try but I can't let go of it. Can't let go of it. Cause you don't talk to the water boy. And there's so much you could learn, but you don't wanna know. You will not back up an inch of it. That's why you will not survive. That was perfect. I'm Ludwig. Lucy? Look, what is this? Is it black shirt? Is it wet? It I hurt my ankle. Oh, it may not be thought of why. No way that I spell it out. But you won't hear from the messenger. Don't wanna know about something that you don't understand. You got no fear of the underdog. That's why you will not survive. Right? Nach 3 Tagen Schlafen hat er so eine Power. You know, for real. Yeah. Ey, aber ich gedacht, heute wird so die Höhle zugekleistert, dass einfach hier Fasching ist. Die was? Die was? Die Höhle zugekleistert. Das ist Fasching. Hier wird man so die Höhle zugekleistert. Fasching ist hier.
of course, you are supposed to call me tonight. You were supposed to call me tonight. We would have gone to the cinema, and after to the restaurant, the one you like in your street. We would have slept together, have a nice breakfast together, and then a walk in a park together. How beautiful is that? You would have said I love you in the cutest place on earth, where some lullabies are dancing with the fairies. I would have waited like a week or two, but you never tried to reach me. No, you never called me back. You were dating that bitch blonde girl. If I find her, I swear, I'll kill her. I'll kill her. She stole my future, she broke my dream. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future when she took you away. I would have met your friends, we would have had a drink or two. They would have liked me, cause sometimes I'm funny. I would have met your dad, I would have met your mom. She would have said, please, can you make some beautiful babies? So we would have had a boy called Tom and a girl called Susan, born in Japan. I thought it was a love story, but you don't want to get involved. I thought it was a love story, but you're not ready for that. Me neither. I'll kill her. She stole my future, she broke my dream. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future when she took you away. She's a bitch, you know. All she's got is blondness, not even tenderness. Yeah, she's clever, less. She'll dump your ass for a model called Brandon. He will pay for a beautiful surgery, cause he's full of money. I would have waited like a week or two, but you never tried to reach me. No, you never called me back. You were dating that bitch blonde girl, and if I find her, I swear, you know I swear, I'll kill her. I'll kill her. She stole my future, she broke my dream. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future when she took you away. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future, she broke my dream. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future when she took you away. Man, I told you, you know, if I find her, I'll kill her for real. That's for sure. You have to know. You know, I can do it. Man, I'll kill her.